Ordnungsgelder bis zu 4.000 Euro einzuführen im Deutschen Bundestag für Äußerungen, die den Altparteien Vizepräsidenten nicht gefallen. Eigentlich ist im Grundgesetz geregelt, dass kein Abgeordneter wegen Äußerungen, die er im Deutschen Bundestag tätigt, gerichtlich verfolgt werden kann. Indemnität heißt das. Sagen auf keinen Fall ein Vizepräsident der AfD. Damit werden ausgegrenzt über 10 Millionen Wähler in Deutschland. Auf der anderen Seite die Massen- und Mauermörderpartei, die Linke, schwingt sich auf zu den Superdemokraten. Das ist die Linke, die in Parteiveranstaltungen gelegentlich mal fordert, dass 1% der Reichsten in Deutschland erschossen, wahlweise ins Lager gesteckt werden sollten. Die schwingen sich auf zu Gesprächen unter den demokratischen Fraktionen. Leute, was hier abgeht, ist für eine Demokratie absolut unwürdig. Das geht so nicht. Hey Leute, das ist echt der Wahnsinn. Die Kartellparteien drehen völlig durch und setzen alles daran, die Opposition mundtot zu machen. Jetzt sollen Abgeordnete für ihre Reden im Bundestag mit bis zu 4.000 Euro Strafe belegt werden. Nur weil sie den Altparteien nicht passen. Herr Brandner von der AfD schlägt Alarm und ruft zum Widerstand auf. Über 10 Millionen Wähler werden einfach ausgegrenzt. Das dürfen wir nicht zulassen. Unbedingt anschauen, kommentieren und verbreiten. Wir müssen dagegenhalten. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! So, eine Woche beginnt, die Wahlen sind vorbei, Bundestagswahl am vorletzten Sonntag, gestern die Hamburg-Wahlen, und die Altparteien ziehen jetzt richtig vom Leder. Es geht los mit massiven Angriffen auf die Opposition in Form der Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag. Die beerdigte Geschäftsordnungsdebatte wird wieder aufgewärmt. Es wird weiterhin massiv gegen geltendes Geschäftsordnungsrecht verstoßen, wonach jede Fraktion im Deutschen Bundestag mit einem Vizepräsidenten vertreten ist. Da steht nicht hätte, könnte, sollte oder würde, sondern es ist so. Seit über 7 Jahren wird uns das rechtswidrig verwehrt, dass wir diesen Posten bekommen. Jetzt kann man sagen, ja gut, der Posten, was soll das Ganze? Aber in der Gesamtschau wird natürlich ein Bild daraus. Jetzt wird debattiert, Ordnungsgelder bis zu 4.000 Euro einzuführen im Deutschen Bundestag für Äußerungen, die den Altparteien Vizepräsidenten nicht gefallen. Eigentlich ist im Grundgesetz geregelt, dass kein Abgeordneter wegen Äußerungen, die er im Deutschen Bundestag tätigt, gerichtlich verfolgt werden kann. Indemnität heißt das. Das ist was anderes als Immunität. So ist es geregelt, um die Debattenkultur im Deutschen Bundestag hochzuhalten, um dafür zu sorgen, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Die Altparteien höhlen das jetzt aus. Es sollen massive, drakonische Strafen verhängt werden von Bundestagsvizepräsidenten, Präsidenten, die auf der einen Seite als Schiedsrichter auftreten, auf der anderen Seite aber vom Gegner stammen. Ich vergleiche das immer so. Wer von euch sich mit Fußball auskennt, wir haben 2 Mannschaften, einen Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist normalerweise jemand, der keiner der Mannschaften angehört. Es ist im Deutschen Bundestag so, dass die Schiedsrichter, also die Bundestagspräsidenten, gehören der gegnerischen Mannschaft an und schwingen sich als Schiedsrichter auf, und einige Schiedsrichter wollen auch noch die andere Mannschaft verbieten. Das wäre also so, als wenn Bayer Leverkusen gegen Bayern München spielt und der Schiedsrichter gehört zu Bayern München und hat gerade noch versucht, Bayer Leverkusen zu verbieten und gibt dann gelbe Karten. So ist die Ausgangssituation im Deutschen Bundestag. Die Altparteien drehen jetzt durch, sagen auf keinen Fall ein Vizepräsident der AfD. Damit werden ausgegrenzt über 10 Millionen Wähler in Deutschland. Auf der anderen Seite die Massen- und Mauermörderpartei, die Linke, schwingt sich auf zu den Superdemokraten. Das ist die Linke, die in Parteiveranstaltungen gelegentlich mal fordert, dass 1% der Reichsten in Deutschland erschossen, wahlweise ins Lager gesteckt werden sollten. Die schwingen sich auf zu Gesprächen unter den demokratischen Fraktionen. Leute, was hier abgeht, ist für eine Demokratie absolut unwürdig. Das geht so nicht. Es bedarf also Proteste, es bedarf knallharter Äußerungen von uns und knallharter Wehrhaftigkeit dagegen vorzugehen. Es kann nicht sein, dass Äußerungen im Deutschen Bundestag, die in Debatten fallen, mit bis zu 4.000 Euro Strafe geahndet werden, Ausschlüsse, Rausschmisse aus dem Bundestag erfolgen und das Ganze an Strafen verhängt wird von Gegnern, mit denen wir uns politisch auseinandersetzen müssen und politisch auseinandersetzen werden. Deutschland ist weiterhin auf einem absolut im freien Fall, was demokratische Rechte, insbesondere in den Parlamenten angeht. Wehret hier nicht nur den Anfängen, wehret den Entwicklungen, und dafür kämpft die Alternative für Deutschland. Herr Brandner hat absolut recht.
mit dem, was er sagt. Die Altparteien drehen völlig durch und versuchen mit allen Mitteln, die AfD und ihre Wähler auszugrenzen. Und wer maßt sich da an, über Demokratie zu sprechen? Die Linke, dieselbe Partei, die auf ihren Veranstaltungen diskutiert, die Reichen zu erschießen oder sie in Lager zu stecken. Ich habe das in meinem einen Video gezeigt. Das sind keine Verschwörungstheorien. Das ist Realität. Früher hat diese Partei unter anderem Namen Mauerflüchtlinge erschossen. Jetzt soll es die Reichen treffen? Und diese Leute sitzen im Bundestag und tun so, als wären sie die Hüter der Demokratie. Ein absoluter Skandal. Ich wette, viele junge Wähler, die aus Trotz oder Unwissenheit die Linke gewählt haben, haben sich nie mit der Geschichte dieser Partei beschäftigt. SED, PDS. Das ist die wahre Vorgeschichte der heutigen Linken. Gleichzeitig erleben wir eine immer dreistere Manipulation der Altparteien, die versuchen, die AfD mundtot zu machen. Aber das lassen wir nicht zu. Lasst uns die AfD unterstützen, denn sie ist die einzigste Kraft, die sich gegen diesen Wahnsinn stellt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir müssen dagegenhalten. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell. Das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar